Hallo und herzlich willkommen beim Flauschigen Einhorn. Heute zeige ich dir, wie du deinem Amigurumi-Tier ein Gesicht aufsticken kannst. Damit du siehst, worauf es hinausläuft, habe ich das erste Auge schon mal vorbereitet. Wenn du ein Herz gemacht hast, sollte es ungefähr über der rechten Hälfte sitzen und über der linken Hälfte dann das linke Auge. Los geht's mit der Pupille. Ich hole mir dazu die Fäden immer alle an die Seite, beziehungsweise von der Seite dann dorthin, wo es losgehen soll. Und du stickst erstmal einen Kreis oder etwas Kreisähnliches, ein Fünfeck, Sechseck, wie auch immer, auf. Und bei mir soll das so ungefähr über 2 Runden gehen. Du kannst es natürlich auch etwas kleiner machen, das sind sehr große Augen. Du kannst es auch etwas größer machen. Und wie du siehst, habe ich unten einen geraden Strich, dann gehe ich schräg hoch, dann gehe ich schräg hoch in die Mitte. Auf die gegenüberliegende Seite, zwischendurch messe ich immer mal ab, ob mir das Ganze gefällt von der Größe her. Gehe dann wieder nach oben und schließe den Kreis und gehe dann in die Mitte der Pupille. Und dann habe ich so etwas Ähnliches wie eine Runde. Im nächsten Schritt muss dann die Pupille ganz schwarz ausgefüllt werden. Ich mache das, indem ich von diesem Punkt in der Mitte aus kreisförmig mit geraden Stichen das ganze Auge ausfülle. Also ich steche immer etwas weiter rechts ein. Und mein Tipp dafür ist, dass du versuchst, das Ganze nicht als Häkelwerk zu betrachten, sondern einfach als Stoff. Also nicht immer nur in die großen Lücken zwischen den Maschen gehst, sondern eben auch direkt durch die Wolle durch. Das kommt aber auch immer ein bisschen darauf an, ob deine Wolle das zulässt oder nicht. Musst du mal schauen. Und dann gehst du so einmal das ganze Auge rum im Kreis, bis alles schön schwarz ausgefüllt ist. Wenn du die Pupille komplett ausgefüllt hast, kann es sein, dass es am Rand noch ein bisschen unordentlich ist. Deswegen mache ich immer noch einen langen Strich von einer Seite, dann unten an der Pupille entlang zur anderen. Und das stecke ich dann einmal fest, indem ich einmal durch den Faden durchsteche und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt gehe. Und das Ganze mache ich oben auch nochmal. Also den Faden um die Pupille in einem Halbkreis rumlegen, dann in den Faden reinstechen und das Ganze feststecken. Und du siehst, dass das jetzt noch nicht ganz ordentlich ist, deswegen kann man es noch 2 oder 3 Mal wiederholen und am Ende alles mit der Nadel nochmal sortieren. Das gleiche, was du am Ende mit dem schwarzen Faden gemacht hast, machst du jetzt nochmal in der Augenfarbe, nämlich um die Pupille herum Fäden legen, also auch wieder in einem Halbkreis rumführen, dann mitten reinstechen und das Ganze oben an einem Punkt feststecken. Und dann wiederhole ich das Ganze noch so 3, 4 Mal. Das kommt jetzt darauf an, wie breit du deine Iris haben möchtest. Und dann auf der Unterseite genau das Gleiche. Im schönen Halbkreis rumlegen und dann an einem Punkt feststecken. So oft, wie dir das gefällt, beziehungsweise bis du dann mit dem Ergebnis zufrieden bist. Am Ende kommt noch ein kleines weißes Highlight in die Augen, das das Ganze belebt. Dazu stichst du mit dem weißen Faden einmal so am oberen seitlichen Rand der Pupille ein und dann unter den schwarzen Fäden durch. 2, 3 Mal oder auch 4 Mal, je nachdem, wie groß du diesen Glanzpunkt haben möchtest. Achte dabei darauf, dass die einzelnen Stiche möglichst eng beieinander liegen, sodass das Ganze wirklich aussieht wie ein Glanzpunkt. Dann stecke ich das Ganze wieder zur Seite weg und sortiere das noch ein bisschen, damit es schön dicht beieinander liegt. Schon sind die Augen fertig und du kannst die Fäden an der Seite verknoten und abschneiden. Für die Nase, ich zeige hier also eine ganz klassische dreieckige Tiernase, fange ich so schräg unter dem einen Auge an und gehe dann so 3 Maschen rüber zum anderen Auge. Das kann man aber eben so, wie ich es gerade gezeigt habe, auch nochmal ganz gut ausprobieren, ob einem das so gefällt. Und dann mit geraden Stichen auch erstmal wieder den Umriss festlegen. Und dann die Form ausfüllen mit vielen einzelnen Stichen.
von einer Seite zur anderen, genauso wie du es beim Auge auch gemacht hast bei der Pupille, dass du immer knapp neben dem ersten Einstich wieder einstichst, sodass die Stiche dann so nebeneinander zu liegen kommen. Und das so lange, bis du eine ganz dichte schwarze Nase hast. Und dann mache ich oben immer noch mal einen langen Stich, damit das Ganze auch oben ordentlich aussieht. Für den Mund gehe ich dann unterhalb der Nase so ein bisschen schräg an die eine Seite. Dann wieder zurück zur Nase. Hier hat mir die erste Position noch nicht so gefallen, also auch da kann man wieder ein bisschen ausprobieren. So, dann gehe ich seitlich einen Stich runter und dann wieder schräg hoch, damit es nachher so aussieht, als würde dein Amigurumi-Tier lächeln. Dann gehe ich wieder zum Ausgangspunkt zurück, beziehungsweise suche mir einen Punkt leicht schräg auf der anderen Seite, zur Nase zurück, mache einen Stich zur Seite und einen schräg nach oben für das Lächeln. Und auch hier kannst du viel ausprobieren. Dann stichst du am Ende, wenn es dir dann gefällt, wieder zurück und schon ist das Gesicht deines Tier-Amigurumis fertig. Natürlich noch verknoten und abschneiden und den ganzen Faden ein bisschen verstecken. Fertig. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt freue ich mich wie immer auf deine Anregungen und Kommentare und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen.